Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. In der letzten Folge haben wir hier Schach gespielt, das Zimmer unserer Mutter untersucht und so einiges erfahren. Es ist aber jemand an der Tür unten und wir sollten jetzt mal runtergehen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar oder ein Like da lasst oder ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Und dann legen wir mal los hier. Mal schauen, wer da unten wartet. Wer ist er denn? Steht hier einfach so bei uns im Herrenhaus. Na dann. With whom do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Der hat Farbe auf dem Kopf. Rosa Farbe in den Haaren. Hat vor kurzem gemalt. Matrose, alt und abgetragen. Keine Spuren körperlicher Arbeit. Na, dann würde ich mal sagen, ist er als Matrose verkleidet. Linkshänder, verbirgt etwas Quadratisches. Als Matrose verkleideter Maler oder Matrose, der gerne malt. Seine Hände zeigen keine Spuren regelmäßiger körperlicher Arbeit. In seinem Haar ist ein rosa Blablabla. Angesichts des kleinen quadratischen Objekts in der Tasche des Mannes folgere ich, dass der eigentliche Grund für seinen Besuch darin besteht, mich zu seiner Kunstausstellung einzuladen. Glaube ich jetzt nicht. Seine Hände zeigen keine Spuren regelmäßiger körperlicher Arbeit, keine Schwielen, keine Hornhaut. Dies widerspricht jedoch seinem Auftreten als Matrose. Nur sehr wenige Künstler kennen meinen Namen oder wissen, wo sie mich finden können. Von daher ist Werner Vogel die naheliegendste Wahl für den Spielleiter. Angesichts des quadratischen Objekts in der Tasche des falschen Matrosen folgere ich, dass er ein Angestellter von Mr. Vogels Kunstgalerie ist und der eigentliche Grund für seinen Besuch darin besteht, mir eine Einladung zu überreichen. Ja, das denke ich schon eher, weil, also selbst wenn er ein Matrose wäre, der gerne malt, würde er ja Spuren von körperlicher Arbeit haben. Das heißt, wir nehmen das hier. So. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity, in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Einladung in Werner Vogels Kunstgalerie, mein lieber Sherlock Holmes. Wie Sie ohne Zweifel bereits herausgefunden haben dürften, möchte ich Sie zu meiner Kunstausstellung einladen. Dabei geht es mir allerdings nicht nur darum, dass Sie sich an der Schönheit der Werke erfreuen können, vielmehr benötige ich Ihre genialen Fähigkeiten. Die Galerie befindet sich in der Karawanserei an der Kreuzung Bazaar Road und Herms Avenue in der Altstadt. Bazaar und Herms. Oder Hermes, was auch immer. Muse aus der Ferne. So. Dann gucken wir mal Altstadt. Hier ist die Herms Avenue.
Und da ist die Bazaar Road. Also hier irgendwo. So. Gut. Was ist mit dir? Wieso You won't stehst du hier noch believe rum? it, but Verne's other idea was to put me in a dress. Oh mein Gott. Gut. Dann reisen wir mal hier hin. Und laufen noch ein Stück. Was? Neuer Ort? Das hier? A fresh newspaper? Wir haben gerade mal 50. Warum haben wir so wenig Geld? I wish you pleasant reading. Gucken wir mal. Korsett oder Korsar? Den Anstand und das Gesetz mit Füßen getreten. Paul Perks, der Sieger des letzten Segelturniers auf Cordona, wurde als Frau entlarvt. Der befremdliche Fall dreht sich um Täuschung, Verführung, einen toten Geschäftsmann und einen Elefanten, wobei der Täter, oder besser gesagt die Täterin, versuchte, sich mit Hilfe eines ausgeklügelten Plans zu bereichern. Perks wies sämtliche Anschuldigungen zurück und weigerte sich, ihre wahre Identität preiszugeben. Die Schwindlerin beteuerte ihre Unschuld und verteidigte sich mit der ungewöhnlichen Aussage, dass sie nicht die Täterin sein kann, da sie zu gut wäre, um erwischt zu werden. Das Mordopfer Theodor Gilden hinterlässt eine Tochter und ein unkonventionelles Haustier, den bereits erwähnten Elefanten. Das Tier befindet sich nun in der Obhut eines Wohltäters, der anonym bleiben möchte. Okay. Mhm. Wahrscheinlich ist es das große Haus hier. Sonst könnten wir hier wahrscheinlich auch nicht rein. Ah, da steht er doch schon. Komische Tür. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. I will see what I see. Okay, also entweder
Hat jemand Schlüssel nachmachen lassen? Oder es hat sich jemand irgendwo versteckt, würde ich mal behaupten. Die Bilder sind ja auch sehr interessant. Schutzgeist der Gewässer. Liebe und Schmerz. Ich will mich hier mal umgucken. Papst Formosus und Stephan IV. Jean-Paul. Oh. Die Erscheinung. Ja, You cool, dass sure man's- you don't like art, Sherry? Was zur Hölle ist das? Kriege ich dafür jetzt der Ursprung der Welt? Kriege ich dafür... Ich weiß gar nicht, ob man das zeigen darf. Aber gut. Wir gucken uns hier mal um, wenn wir schon mal hier sind. Bollington von hinten. Jo, warum nicht? Mittagessen auf dem Gras. Das ist ein toller Titel. Ah, hier geht's dann schon lang. Und hier komme ich nicht rein. Da war ja sonst keine Tür, ne? Und doch die da hinten, aber da komme ich ja genauso dahin. Okay. Verkauf von orientalischen Waren. Na schon mal. Ich weiß gar nicht. Wir haben auf jeden Fall. Da können wir noch was kaufen. Und hier gibt es irgendwas. Da können wir auch noch was kaufen. Luxuswaren. Okay. Fallmappe. Am gestrigen Abend hörte Werner Vogel ein Geräusch aus der Untergalerie. Er ging nach unten, sah sich dort aber nur kurz um. So, na dann gehen wir mal. Können wir eh nicht lang. Kann ich hier noch rein? Nö. Dann gehen wir mal in den Keller. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. John. Ohne Worte, ey, echt. Junge, Junge, Junge. Ohne Worte. A simplistic attempt at provocation. Das arme Tier. Warum? Okay. Warum steht hier ein Bett mit Handschellen da oben dran? Soll das Kunst sein oder Old and hasn't been used for a long time. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Closed with a metal bolt. Footprints. Size 9.5. sagte, da hat sich jemand versteckt. Magnetspäne. Die Tür einer Kohlenrutsche im 1.1 Franco-Raum ist mit einem Riegel aus Metall verschlossen. Auf der Innenseite der Tür fanden wir jedoch frische Kratzer mit Magnetspänen. In der Rutsche selbst hinterließ jemand mehrere Schuhabdrücke. Auf dem Boden des 1.1 Franco-Raums ist eine Spur von Schuhabdrücken aus Kohle zu sehen. Dabei sind die Schritte mit dem linken Fuß kürzer als die mit dem rechten Fuß, was auf Hinken hindeutet. Okay. Also ist das hier tatsächlich irgendein Kunstraum. Ach, da ist noch was. A true artist never shows an unfinished piece.
Cherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. John, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Ah. Derjenige oder diejenige sich da drin versteckt. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Im AC Swinburne-Raum fanden wir einen Sarg vor. Darin liegt ein Skelett, das ein wenig bewegt wurde. Auf dem Sargdeckel hinterließ jemand einen Handabdruck aus Kohle. Krankenspiele. Okay. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. The parasites of creativity. Or just a reflection of the artist's recreational interests. Saturn devouring his sun. Of grim composition. Bäh. Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful. Oh Gott, John, ey. Mit dir stimmt wirklich was nicht. Ach, kann man hier die Räume mal angucken? Kann man tatsächlich. Okay. A Malpowbot. A Malpowbot. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Ah. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. Ich ging mit John hinunter in Werner Vogels Ausstellungskeller, wo herausragende Kunstwerke fernab aller Öffentlichkeit zu bewundern sind. Die Räume sind zu Ehren von dekadenten Künstlern aus anderen Schaffensbereichen benannt. Im AC Swinburne-Raum fanden wir einen Sarg vor. Das hatten wir schon, die Tür, bla. Auf dem Boden befindet sich Asche von verbrannten Gemälden, aber auch ein leerer Bilderrahmen. In der Nähe davon fanden wir einen Malpal-Zigarettenstummel mit Fingerabdrücken aus Kohle. Malpal ist ja auch schön. Und das geht schon mal nicht, okay. Ach, wir können jetzt hier wieder... Da ist aber noch was. Ah, okay. Dann dürfen wir jetzt hier zusammensitzen. Ah, dieses arme Tier. Und hör auf damit, John. So, walte deines Amtes. Nee, das sollte so schon passen. Nee, hat er gesagt, hat sich nur kurz umgesehen. Und dann wohl eher das. Oder gibt's noch mehr? Nee, gibt nur die beiden. Okay, dann das. Ah, man kann das auch... Vielleicht will er uns ja auch einen Streich spielen, aber wir machen das jetzt erstmal so. Glaube ich nämlich nicht, weil er hinkt ja auch nicht oder so. Aber okay, wenn das so aussehen lassen will, dann... Gibt scheinbar hier immer nur zwei Möglichkeiten. Okay. Dann das hier.
haben wir schon gemacht. Nee, warum sollte er das machen? So. Ich würde das jetzt mal so bestätigen. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. Caravanserai ist ja auch ein geiles Wort. Gut, dann haben wir das ja sofort hingekriegt. Was ich mich nur frage, wenn der das Ding ein Stück bewegt hat, dass das immer noch ganz ist, ja. Okay. Das Geräusch hatte der Eindringling verursacht, der über die Kohlenrutsche in den Keller gelangt war. Als er Mr. Vogel herunterkommen hörte, versteckte er sich im Sarg. Bla bla bla, das haben wir gerade gehört. Das müssen wir noch anpinnen, weil da müssen wir ihn ansprechen, so wie es aussieht. So, John, kommst du jetzt mal bitte mit? Das ist ja... Hör auf mit dem Scheiß hier. So. Mr. Vogel. Dann wollen wir ihm mal mitteilen. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Verfall oder Tod? Ich muss sagen Verfall. Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Also ich bin da eher auf Sherlocks Seite, aber gut. Mr. Vogel, my investigation has revealed that the intrusion was not merely vandalism, but theft. The limping visitor left your place with a canvas. That's very impressive. Denkt der Eindringling bezüglich des Einbruchs, was den Diebstahl betrifft. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My. Your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin.
It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Meine Nachbarn randalieren hier schon wieder. Ich hoffe, man hört das nicht. Schlüsselhinweis erhalten. So. Auf dem Gemälde ist laut Mr. Vogel eine mit Seilen gefesselte Frau zu sehen. Sie wird von einem roten Teufel penetriert, der den Betrachter anstarrt. Der Teufel und die Frau sind von einer Menschenmenge umgeben. Der Teufel ist rot und aus seinem Rücken wachsen mehrere Schwänze. Das Gemälde ist Teil eines Zyklus mit dem Titel Die Sabbatnacht auf Cordona. So, das heißt, Maler Boniface Mercurio irgendwo in der Altstadt lebt, aber er weiß nicht, wo genau. Zudem erwähnte er, dass Mr. Mercurio eine bekannte Persönlichkeit ist. Na, dann würde ich sagen, müssen wir wahrscheinlich... Also entweder ins... Nee, nicht Polizeiwache. Entweder ins Rathaus oder Cordona Chronicle. Ich werde sowieso mal gucken, was es hier gibt. Deswegen, glaube ich, reisen wir dann mal dahin. Wenn er berühmt ist, gibt es bestimmt einen Artikel über ihn. Das heißt... Schön, wie es mir jetzt immer anzeigt, alle Hinweise erhalten. Habe ich das jetzt angepinnt? Nö, jetzt. Das heißt, wir gehen hier raus. Achso. Hier war der Ausgang. So. Und dann reisen wir mal dahin. Die Folge ist auch schon wieder vorbei. Wo war denn jetzt hier wieder dieses Gebäude? Pharmacy. Ja. So. An der Stelle machen wir aber für diese Folge einen Cut. Wir suchen das dann das nächste Mal raus. Vielleicht erfahren wir da was. Und hier ist ja ein Ausrufezeichen. Vielleicht können wir mit ihr nochmal reden. Vielleicht hat sie irgendwas für uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir müssen auch noch diesen Fall von der Polizei aufklären. Ja, könnt mir gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen oder ein Abo, wenn ihr noch keins habt, würde ich mich freuen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn!